Hallo, ich bin Timo von Paulimod und im heutigen Video geht es um die Sieg SC10, weil wir haben im Vorfeld schon die Sieg C2 angeschaut, wir haben die PM190 angeschaut und wir haben auch schon die PM3700 mit dem größeren Äquivalent der PM3900 verglichen. Und dann bei der PM3900 sind, schon mal im semiprofessionellen Bereich, gehen wir jetzt einen Schritt weiter und stellen einfach das etwas größere Pendant dazu von Sieg vor, die SC10. Bevor wir jetzt die Maschine im Detail anschauen, machen wir einfach mal einen Schnelldurchgang. Aktuell bekommen wir die Sieg SC10 für unter 3.000 €. Was bekommt man dafür? Eine Maschine, die 1,40 Meter breit ist, 530 mm tief und 440 mm hoch. Die Maschine, die ist für einen gehobenen Hobbybereich, aber auch für einen semiprofessionellen Bereich gut geeignet. Was an der Maschine natürlich richtig gut ist, und darum ist sie ja auch für den semiprofessionellen Bereich geeignet. Man kann damit sämtliche Materialien, von Kunststoff über Buntmetalle, Stahl, aber auch Edelstahl ist möglich, weil die Maschine 1500 Watt Abgabeleistung hat. Aber trotzdem kann man die mit einem 230 Volt Anschluss betreiben. Das ist deshalb möglich, weil die Maschine frequenzgesteuert ist. Der 3-Phasen-Asynchronmotor wird über einen Frequenzumrichter angesteuert und darum hat er eine immense Kraft. Vorteil am Varioantrieb ist, die Maschine ist sehr leise und man kann die Drehzahlen stufenlos verstellen. Das heißt, man kann sich wirklich an die ideale Drehzahl rantasten, weil man auch während der Bearbeitung selber die Drehzahl ändern kann. Jetzt fängt an bei 100 Umdrehungen pro Minute. Beispielsweise zum Gewindeschneiden, wobei man dann natürlich hellwach sein muss, oder zum Reiben, und geht dann hoch bis auf 2000 Umdrehungen. Man kann hier die Maschine auch ausschalten. Hier ist der Rechts- und der Linkslauf. Hier, habt ihr ja schon gesehen, ist der Drehzahlmesser. Ganz wichtig, der Notausschalter. Unten drunter das Vorschubgetriebe. Und hier die Wechselräder. Unten das Vorschubgetriebe hat einen riesen Vorteil. Man kann mit der metrischen Übersetzung der Wechselräder alle metrischen Gewinde hier über diese Knöpfe einstellen. Man kann aber auch, wenn man auf Zölle stellt, also das Zahnrad durch ein 127er Zahnrad ersetzt, alle zöllischen Gewinde auch hier unten einstellen, ohne dass man da in irgendeiner Art und Weise ein weiteres Wechselrad wechseln muss. Dann sieht man, wenn man hier rüber geht, natürlich auch noch das kleine Highlight an der Maschine, was mir ziemlich gut gefällt. Wir haben oben die Leitspindel. Und wir haben unten eine separate Zugspindel. Was heißt das? Wenn man Gewinde schneidet und ich die Schlossmutter schließe, dann wirkt die Schlossmutter auf die Leitspindel. Wenn ich jetzt aber den Vorschub anmache, wird der Vorschub nochmal unterteilt, so im Verhältnis in etwa 5:1. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Vorschub hat auf der Leitspindel von 0,25 mm pro Umdrehung, ist es ums 5-fache unterteilt, soll heißen, das sind dann, wenn ich einen Vorschub reinsetze, ungefähr 0,05 mm pro Umdrehung, also bedeutend feiner. Und damit kann man auch schlichten und es gleichmäßig, es gibt ein schöneres Drehergebnis hin. Es ist einfach schön zum Arbeiten. Zum Zweiten, warum ich das so betone, wir haben hier eine Rutschkupplung. Wir können hier mit einem Anschlag arbeiten und sobald der Schlitten auf den Anschlag fährt, rutscht die Rutschkupplung durch.
Das geht aber nur beim Vorschub, natürlich nicht beim Gewindeschneiden. Warum nicht beim Gewindeschneiden? Ganz klar, beim Abstechen und beim Gewindeschneiden sind die größten Schnittkräfte. Da muss die Maschine voll arbeiten. Und wenn da eine Rutschkupplung drin ist und die dann quasi auslöst, dann wäre das Gewinde im Eimer. Was jetzt wiederum bei einem Vorschub überhaupt kein allzu großes Problem ist. Die Spitzenweite beträgt maximal 700 mm und die Spitzenhöhe 155 mm. Das Backenfutter hier ist ein 160 mm Backenfutter mit einem Spindeldurchlass von 38 mm. Das ist natürlich eine richtig scharfe Ansage für große Rundmaterialien. Das Backenfutter selber hat ein Camlock-System. Camlock heißt, man kann den Backen kann man schnell wechseln. Wie das genau funktioniert, möchte ich euch kurz zeigen. Und dazu hole ich jetzt kurz ein Brett. Hier lege ich jetzt das Brett runter. Das Brett obligatorisch, ganz klar, falls mir das Backenfutter aus den Fingern gleitet, dass es nicht aufs Maschinenbett draufknallt. Das ist natürlich induktionsgehärtet bei der Preisklasse, aber wir möchten es nicht haben, weil Schaden tut es auf jeden Fall. Hier ganz kurz zur Erläuterung, sieht man eine Markierung und man muss die Markierung überhalb von dem oder parallel zu dem I kriegen. Und das 3-mal. Wenn man das jetzt macht, einmal dort, einmal dort, und einmal dort, seht ihr schon, wie sich hier das Backenfutter löst. Ich nehme es jetzt einfach, ziehe es raus und ihr seht, ich habe es in der Hand, könnt es jetzt zur Seite legen, es 4 Backenfutter nehmen, einspannen, alles 3 festziehen und schon hat man ganz, ganz einfach das Futter gewechselt. Ist natürlich interessant für die Leute, wo zum Beispiel quadratische oder achteckige oder 12-eckige Werkstücke bearbeiten und das häufiger machen. Für die empfiehlt sich dann natürlich der Umbau auf das 4 Backenfutter. Jetzt baue ich es wieder an. Ich gucke jetzt wieder nach der 0. Ihr seht, die Spindel ist markiert. Jetzt suche ich die Markierung auf dem Backenfutter. Sehe ich hier. Die Markierungen stehen gegenüber. Jetzt weiß ich, in der Stellung haben wir den besten Rundlauf. Und mache das Ganze wieder rückwärts. Ich ziehe es hier an. Ich ziehe es hier an. Und ich ziehe es hier an. Perfekt. Und das sitzt und ein optimaler Rundlauf ist gewährleistet. So, jetzt testen wir mal kurz die Funktion durch. Ich mache jetzt die Maschine an, gebe ein bisschen Drehzahl. Und wenn die Drehzahl unter 600 Umdrehungen ist, kann man auch während dem Lauf schalten. Seht ihr? Ein bisschen Gefühl gehört trotzdem dazu. Und so können wir jetzt schauen. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, sehen wir auch hier wieder einen Schutzschalter. Das heißt, sobald ich den hebe, geht die Maschine aus. Sobald ich ihn schließe, kann ich die Maschine wieder einschalten. Und die geht wieder auf die letzte Drehzahl retour. Man sieht hier unten, wie die Zugspindel sich dreht. Man sieht auch hier, ganz wichtig, überall wo ein Getriebe ist auch ein Ölbad. Hier an der Seite das Ölschauglas, bei der man immer erkennen kann, wie der Ölstand ist. Das ist aber auch das einzigste ölbefüllte Teil hier an der Maschine. Hier ganz klar die Schlossmutter. In dem Moment, wo ich die schließe, seht ihr, geht es nach vorne. In der Geschwindigkeit ganz klar, wurde jetzt nie einer ein Gewinde schneiden. Es dient jetzt nur zur Vorführung. Ihr habt euch die Geschwindigkeit hoffentlich gemerkt. Und jetzt seht ihr, die ist um einiges langsamer hier, wenn man jetzt den Vorschub betätigt. Ich simuliere jetzt einfach mal den Anschlag, indem ich das Rad festhalte. Und ihr seht, die Rutschkupplung rutscht durch. Und darum funktioniert auch der Anschlag. Wo es verständlicherweise keinen Anschlag gibt, ist beim Planvorschub. Da müsst ihr quasi selber schauen, wann Stopp ist. Wichtig zu wissen, der Vorschub
und die Schlossmutter sind zwei unabhängig voneinander funktionierende Systeme. Es geht nicht gleichzeitig. Es versuchen manche, es geht nicht, da ist eine mechanische Sperre drin, verständlicherweise. Wenn die beiden Systeme gegeneinander einkämpfen, wird irgendeiner der Verlierer sein und wer es ist, das wollt ihr nicht wissen, weil es wird auf jeden Fall teuer und gibt hässliche Geräusche. So, und zu guter Letzt natürlich der Reitstock. Morsekegel 3, man kann hier die Reitstockpinole klemmen. Hier ist der Schnellverschluss, seht ihr, um jetzt den kompletten Reitstock jetzt von vorne nach hinten zu bewegen. Und wenn man es dann hat, kann man hier wieder klemmen. Hier natürlich, klar, wie ich schon gesagt habe, hier kann man drehen, klemmen. Und wenn man jetzt beispielsweise Kegel drehen will und das mit Hilfe vom Reitstock, indem man den quasi verstellt, hat man natürlich die beiden Einstellschrauben vorne, eine Einstellschraube hinten und an der Seite eine Madenschraube zur Sicherung. Die Abdeckung vom Wechselradkasten ist natürlich auch mit einem Sicherheitsschalter belegt. Ganz klar, man will nicht die Finger reinkriegen, wenn sich der Motor dreht oder die Zahnräder drehen. Wir schauen es uns mal kurz an. Schnellverschluss zeigt auch wieder. Hier ist die Einstellung zur Riemenspannung, Motor zur Spindel. Hier ist das sogenannte Wendeherz, darum kann man mit der Maschine auch Rechts- und Linksgewinde machen. Und unten natürlich die Übersetzung, die voreingestellte, bei der ihr die Wahl habt, möchtet ihr jetzt zöllische oder metrische Übersetzung haben. Hier der Sicherheitsschalter, seht da den Pinöpel. Und rein. Hier natürlich, weil wir einen Spindeldurchlass haben, wir können auch Stangenmaterial bearbeiten. 38 mm, wie ich schon erwähnt habe. Die Maschine kann man natürlich wahlweise ohne oder auch mit DRO, sprich mit montiertem Messsystem ordern. Wenn ihr sie jetzt erst ohne kauft und danach denkt, so ein Messsystem wäre doch besser geworden, im Mixed and Match kann man natürlich bei uns alles einzeln kaufen. Das heißt, ihr könnt im Nachhinein immer noch eure Maschine aufwerten. Des Weiteren könnt ihr das ja aufwerten, zum Beispiel durch eine Planscheibe, die wir im Angebot haben. Wir haben beispielsweise auch einen Höhensupport. Wir haben auch andere Wechselräder, um andere Gewindesteigungen wie den vorgegebenen machen zu können. Und wir haben auch digitale Nonien etc. etc. Schaut einfach mal in unserem Zubehör durch, was ihr unter dem Produktfoto, Produktbild, unter dem roten Reiter Zubehör findet. Was macht die Maschine so besonders? Im Prinzip macht sie das besonders, dass sie einen 230 Volt Anschluss hat, aber trotzdem Kraft und Dampf in allen Lebenslagen. Man hat eine Spitzenweite von 700 mm, man kann alle Werkstücke bearbeiten, die man bearbeiten will. Man hat ein reichhaltiges Zubehör, kann Gewinde schneiden, indem man einfach nur an den Drehknöpfen umlegt, um die passende Steigung auszuwählen, ohne dass man jetzt mühsam irgendwelche Wechselräder wechseln muss. Und es sind natürlich alles Vorteile, die die Maschine zu einem semiprofessionellen oder zu einem gehobenen Hobbymaschine macht, im Gegensatz zu den einfachen Maschinen. Die 14 Längs- und Planvorschübe kann man damit natürlich auch einstellen. Und die Camlock-Aufnahme, genau, die Camlock-Aufnahme ist natürlich auch dort an der Maschine. Genau, und die Maschine hat natürlich ein Wendeherz, was natürlich auch dafür sorgt, dass man nicht nur rechts, sondern auch links Gewinde schneiden kann. Das heißt, man hat, was Gewindeschneiden angeht, wirklich alle Möglichkeiten mit der Maschine. Natürlich ist es auch so, dass bei der Maschine, wenn sie zu uns kommt, die gereinigt wird, entfettet wird, die wird laufen gelassen, mindestens 20 Minuten, 30 Minuten. Alle Funktionen werden durchgeprüft und erst wenn die Maschine in Ordnung ist, wird sie für den Verkauf freigegeben. Natürlich ist es extrem wichtig bei einer Werkzeugmaschine, dass die Toleranzen stimmen. Das wird am Werk für euch kontrolliert von einem Kontrolleur, den wir angeheuert haben. Also der ist nicht vom Werk angestellt, der ist von uns angestellt. Und damit bekommt ihr im Prüfprotokoll die genauen Daten, wie die Maschine geometrisch ausgerichtet ist, wie sie läuft. Das ist natürlich für euch ein riesengroßer Pluspunkt, eine riesengroße Sicherheit, auch wirklich eine gute Werkzeugmaschine zu haben, die für den Preis ja wirklich günstig ist.
So, ich habe jetzt einen ziemlich fiesen Stahl genommen und habe ein paar Späne fliegen lassen. Ihr seht hier das schöne Ergebnis, die angerostete Stange. Hier ein Absatz, wo wir, wie ihr auch gesehen habt, auch mal wirklich ein bisschen mehr zugenommen haben. Die Maschine hat es klaglos ausgehalten. Also man kann wirklich sagen, die Maschine ist geeignet, wirklich auch fiese Arbeiten zu machen. So, jetzt kommen wir zum Ende vom Video. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr seht die Maschine wirklich picobello. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen habt, schreibt sie bitte unten in die Kommentare, liked das Video, lasst ein Abonnement da. Ihr könnt uns auch nicht nur hier über YouTube, sondern auch auf Instagram, auf Facebook oder auch auf TikTok neuerdings erreichen. Einfach mal nachschauen, uns folgen. Es gibt immer wieder tolle Angebote, es gibt immer wieder Informationen, auch Berichte, wie es hier hinter den Kulissen läuft. Also es ist wirklich interessant. Wer sich für Polymod interessiert, der kriegt dort einige Informationen, nicht nur zu den Produkten, sondern halt auch zu der Firma im Gesamten. An der Stelle, hat es wieder Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Lasst mich wissen, wenn ihr irgendeine Idee habt oder wenn ihr irgendwas verbessern wollt oder wie auch immer. Bis dann. Tschüss, euer Timo.